Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles und einfaches Rezept für überbackene Kartoffeln mit Speck und Käse. Dafür bereiten wir zunächst die Kartoffeln vor. Ich habe hier ca. 1,2 Kilogramm unbehandelte, vorwiegend festkochende Kartoffeln hergenommen. Die Kartoffeln einmal mittig halbieren, anschließend in einen Kochtopf geben, die Kartoffelhälften knapp mit Wasser bedecken, dann auf den Herd stellen, gut salzen, aufkochen und für ca. 15 Minuten gar kochen. Währenddessen bereiten wir schon mal das Topping vor. Dafür 200 Gramm Creme Fraiche in eine Rührschüssel geben, 200 Gramm geriebener Käse, hier Mozzarella dazugeben. Außerdem kommen noch 150 Gramm Speckwürfel dazu, je 1 Teelöffel Zwiebel sowie Knoblauchpulver und zum Schluss noch eine sehr gute Prise Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Anschließend alles einmal gut miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und das Topping dann bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Die Kartoffeln nach der Garzeit vom Herd ziehen, jetzt abgießen, die Kartoffelhälften etwas abkühlen lassen. Alternativ könntet ihr die Kartoffeln natürlich auch schon einen Tag vorher zubereiten oder ihr habt noch welche vom Vortag übrig. Sobald die Kartoffelhälften dann etwas abgekühlt sind, können wir sie mit der Käse-Speckmasse belegen, dafür etwa einen Esslöffel der Masse auf den Kartoffelhälften verstreichen, die so belegten Kartoffeln danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und so kommen sie dann zum Überbacken in den vorgeheizten Backofen, relativ weit oben mit angeschalteter Grillfunktion für ca. 7 bis 10 Minuten, so lange bis die Kartoffeln eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Die fertigen Kartoffeln aus dem Ofen holen, so sehen sie dann nach dem Backen aus. Zum Schluss noch mit etwas gehackter Petersilie garnieren und dann könnt ihr sie beispielsweise zu einem Salat servieren. Die Kartoffeln schmecken aber auch ohne Beilage sehr gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.